Hallo, Herzlich willkommen aus Goa. schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind Pratibha und Karim. Wir sind ausgebildete Körpertherapeuten, haben seit über 20 Jahren eine eigene Praxis und haben uns in den 20 Jahren wie so auch weiterentwickelt als spirituelle Lehrer und versuchen wie so beides mit einfließen zu lassen. Ne? Also wirklich diese Nähe zum Körper oder die Befreiung, das Heilen vom Körper. Auch das Emotionale, die emotionale Arbeit. Ja, das ist uns einfach wahnsinnig wichtig und immer noch sehr nah. Und gleichzeitig bringen wir diese, man könnte sagen, andere Dimension oder Wahrnehmung mit rein, wo wir merken, wo manchmal wirklich Wunder passieren können, wenn das passiert. Also wir bringen den Satsang eigentlich in die Körpertherapie oder in die emotionale Befreiung halt mit rein. Ja, und auch in die Arbeit mit dem Mind. Also Ja. auch das ist wichtig, dass der Mind mitkommt und ja nicht immer im Weg steht und alles wieder zerstört, was vielleicht in der Körpertherapie passiert ist. Was wir gemerkt haben, ist, dass nicht nur der Körper geprägt ist, sondern auch der Mind, also das Denken, wird geprägt durch Ereignisse, die wir erlebt haben in unserem Leben. Die sind wie körperlich spürbar und aber auch in unserem Denkverhalten oder die Art, wie wir die Welt wahrnehmen. Und was wir entdeckt haben, ist, dass wenn wir an die Orte zurückgehen, die uns so geprägt haben, also unseren Blick geprägt haben, wie wir heute entscheiden, wie wir heute in die Welt gucken, was wir vermeiden, was wir... Also wirklich auch unsere Handlungen beeinflussen. Ja. Ne? Ja, Das ist mega wichtig. Also wir handeln Ja. manchmal und wissen gar nicht, warum wir immer gleich handeln, warum wir immer den falschen Partner anziehen oder uns Jobs suchen, die nicht zu uns passen. Also ja, oder in Situationen landen, wo wir denken, oh, da bin ich schon wieder, wie habe ich das eigentlich Ja. hinbekommen? Und das sind so unbewusste Sachen, die geprägt werden, könnte man sagen, aus der Vergangenheit. ja, ne? durch, Aus diesen, durch Erlebnisse, wo das System, also der Body und der Mind, wie verkleinert haben, also eine Sichtweise eingeengt haben. Und oft merken wir das gar nicht mehr. Also die Art, wie wir ins Leben schauen, ist für uns normal geworden. Bis wir manchmal an einen Ort kommen, wo vielleicht sich was lösen kann, also wo eine Befreiung stattfindet. Und dann merkt man plötzlich, dass man die ganze Zeit eigentlich in der Enge gelebt hat. Also das Denken und der Körper. ja, oder manchmal wird es einfach zu schmerzhaft im persönlichen Leben. Oder wenn man merkt, es passieren immer die gleichen Sachen und die machen mich eigentlich eher unglücklich, geht man wie freiwillig auf diese Suche, was ist eigentlich, wie kann ich das verändern? Und diese Veränderung, um die geht es heute. Was wir gemerkt haben, was entscheidend ist, dass man hingeht zu diesen Orten, wo die Enge passiert ist und in dem Erlebnis eine neue Bewegung erschafft, eine neue Wahrnehmung wie produziert, wo dann das ganze Leben eigentlich beeinflusst. Also wir müssen wie zurück zu unseren Orten, wo die Enge passiert ist und in diesen Situationen mit einer anderen Wahrnehmung rauskommen. Und das ist eigentlich so ein spannender Weg von emotionaler Heilung, wo wir auch beibringen Menschen in unserem Emotional Therapeutic Coach Training oder halt auch in unseren Retreats, wo wir mit diesem Lebensfluss arbeiten. Ja, was normalerweise passiert ist, man geht zurück an diesen Ort, gedanklich, und man weiß zum Beispiel, da ist was passiert in meiner Kindheit und dann wird dieser alte Schmerz reproduziert. Aber das verändert nichts. Also das ist wie so, das ist ein Erkennen, da ist was passiert. Ja. Es gibt auch manchmal Menschen, die gar keine Bilder haben. Also das ist manchmal dann fast noch schwieriger, da eine Heilung zu erschaffen, wenn oft gar keine Bilder kommen. Manchmal aber auch hilfreich, ne? Wenn man gar nicht so... Aber wie gesagt, wenn man nur bei diesem Fühlen bleibt, ist das zu einseitig. Also dadurch verändert sich nichts. Wir müssen weitergehen und dafür brauchen wir manchmal diese andere, eine neue Wahrnehmung, eine Veränderung, Ja. um wie so rauszukommen aus diesem Käfig, dieser alten Erinnerung, die wie so gespeichert ist in unseren Zellen oder im Mind, in unseren Handlungen. Und da ist dann manchmal auch so die Kraft der Spiritualität oder des Erwachens, also Ja.
dieser größeren Dimension, dass die Klarheit in die Situation reinbringen kann. Und das, was jeder Einzelne eigentlich in dem Moment gebraucht hätte, ist eine größere Wahrnehmung, also eine Wahrnehmung, die von Sicherheit und Klarheit geprägt ist. Und wenn du mit dieser Wahrnehmung in dieser Situation heute drin bist und fühlst, erscheint was Neues, erscheint wie ein anderer Weg wird möglich. Und diese kleine Veränderung, die man könnte sagen, wie auf Zellebene stattfindet und im Gehirn stattfindet, du glaubst plötzlich dem alten Trauma nicht mehr, also diese Sichtweise vom alten Trauma glaubst du nicht mehr. Und ein neues Erleben oder Erkennen manifestiert sich eigentlich in dir. Und das nennen wir so eine schrittweise Befreiung, dass man überhaupt eigentlich wieder ins Leben schauen kann, freier, also weiter, offener und nicht so eng geprägt von der Vergangenheit. Das fühlt sich so an, als ob dieser Grip der Vergangenheit, der einen sonst im normalen Leben wie so alles wiederholen lässt, dass dieser Grip loslässt. Und dadurch entsteht eine Freiheit, Sachen anders zu machen, andere Partner kennenzulernen, die vielleicht besser passen, ja, andere Visionen, Jobs Ziele. zu finden, Ziele, ja, ganz völlig neu. Aber das können wir nicht, wenn diese alte Vergangenheit an uns klebt, ist das fast nicht möglich, weil wir das gar nicht sehen. Wir können den Blick da gar nicht drauf richten. Und wenn dieser alte Grip loslässt, ist plötzlich diese Freiheit da, neue Wege zu sehen und neue Möglichkeiten zu entdecken oder auch den Mut zu haben, auszuprobieren. Und das ist mega schön, weil diese Veränderung brauchen wir, um nicht alles immer zu wiederholen und so ein schmerzvolles Leben auch zu leben. Und wenn dich das interessiert, dann nimm gerne mit uns Kontakt auf. Wir machen Einzelsessions, online oder live. Wir geben Retreats darüber und wir bringen es anderen Menschen bei. Das ist was, wo kaum erforscht worden ist und man könnte auch sagen, es schwierig ist zu erklären, aber sobald man es mal erfahren hat, merkt man, was das eigentlich für einen Impact hat auf das eigene Leben. Also wie es wie so ein Shift gibt, es verändert. Also du kannst mehr dein Potenzial wieder leben. Und du brauchst nicht diese große gedankliche Aufarbeitung von irgendeinem Erlebnis. Aber genauso brauchst du nicht diese Riesenaufarbeitung im Körper. Du brauchst den Mut und die Offenheit, anders in die Situation zu gehen und anders zu entscheiden und wahrzunehmen. Und das macht diesen Schwenk, der so heilend ist und wo wir gerne drüber reden wollten mit dir. Ja, spannendes Thema. Vielleicht interessiert dich das auch. Dann kannst du gerne drunter schreiben in die Kommentare oder mit uns Kontakt aufnehmen oder das Video teilen. Freuen wir uns auch mega drüber. Oder liken, wenn du es gut findest. Ja. Und wir sind hier jede Woche am Freitag, meistens jede Woche, kommt ein neues Video von uns mit wertvollen Impacts, Inspirationen, Themen. Traumaheilung, Satsang, Spiritualität. Manchmal das ganz normale Leben, was wir zeigen oder was wir aufzeigen. Ja. Wo wir manchmal wie so eine andere Sichtweise draufbringen, weil wir so eine größere Wahrnehmung haben auf das Leben. Und das ist manchmal mega interessant und kann viel verändern. Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist. Ja, alles Liebe. Liebe dir. Tschüss.